Ja, jetzt sind wir draußen hier. Hat ein bisschen gedauert. Und jetzt fahren wir zum Exit Gate. Ein super nettes Lächeln hatte mir die Dame bei der Immigration geschenkt. Da freut man sich ja, das Land zu bereisen. Ja, Leute, gerade nach Sambia eingereist und was sieht man? Sparkasse Hannover. Da mag mir wohl jemand Hallo sagen. Dann mal Servus, Sparkasse Hannover und Servus und willkommen in Sambia. Ja, guten Morgen Leute, hier von Livingstone. Ich bin hier in einem Gasthaus untergebracht. Mit schönem Garten und sogar einem kleinen Pool da hinten. Heute Morgen auch schon ein schönes Frühstück bekommen. Und wir fahren heute wohin? Livingstone, Sambia. Yes. Wir fahren zu den Victoria Wasserfällen. Da bin ich ja mal gespannt hier doch. Ja, ich habe jetzt natürlich auch mal die Drohne mitgenommen. Da bin ich mal gespannt, ob man da fliegen darf. Und mal abgesehen davon, ob man sie fliegen darf, weil ich es dann wahrscheinlich trotzdem tun würde. Es ist natürlich auch einigermaßen gefährlich da, wenn da ziemlich viel Wassernebel ist, muss man wirklich aufpassen. Wenn die Drohne nass wird, dann ist sie weg. Naja, lassen wir uns mal wie immer überraschen.
So Leute, jetzt verlassen wir die Victoria-Fälle wieder. Das war ja mal ein super schönes Erlebnis hier. Ein bisschen nass geworden, aber ganz gut bei dieser Hitze. So, jetzt fahren wir back. Unterwegs holen wir uns noch was zum Essen. Und dann fahren wir mal back ins Gasthaus. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Eine Drohne habe ich auch hochgeschickt. Beim ersten Mal habe ich vergessen, Aufnahme zu drücken. Weil da bin ich ziemlich weit vorgekommen beim ersten Mal. Beim zweiten Mal bin ich dann nicht mehr so weit vor. Ja, guten Morgen Leute, hier aus Lusaka, der Hauptstadt Sambias. Bin gestern von Livingstone, von den Victoria Wasserfällen hier rüber gerutscht in einem Stück. Ein bisschen Kilometer gemacht, servus. Und jetzt ist noch früh am Morgen, wollte noch, bevor ich weiterfahre, einen Ölwechsel machen hier für Mufti. Mal schauen, ob das klappt. Wenn nicht, macht man das ein bisschen später. Und dann wollen wir weiterfahren in den Süd-Luangwe Nationalpark. Ja, es ist Montagmorgen und Berufsverkehr. Da müssen wir uns ein bisschen vorbeischmuggeln hier. Ja, da werden die Leute dann schon unfreundlicher hier in der Stadt. Aber so ist das halt, ne? Ja, jetzt haben wir es das erste Mal, dass der Mufti ein bisschen bockt. Jetzt waren wir unterwegs und mittendrin hat er auf einmal gestoppt und ich verstehe es nicht, weil ich die Zündkerzen erst wechseln habe lassen und Sprit habe ich auch noch drin. Und da weiß ich nicht, ja, der Titino, jetzt so, der fixt mein Bike jetzt hier auf den Truck und sagt, no worry, no worry. You're putting in the wrong way, that I told you. Ja, hallo Leute. Jetzt haben wir hier mal kurz Rast gemacht. Dem schönen Ausblick hier. Wir sind schon circa 150 Kilometer von Lusaka weg jetzt. Wir haben das heute Morgen verlassen mit einem Tag Verspätung. Und lasst uns mal kurz Revue passieren, was da gestern passiert ist. Ja, wir sind ja noch bis zu dieser Ampel gekommen mit Mufti, dann hat er gebockt. Dann habe ich ihn da vor die Shopping Mall geschoben, dass ich ein bisschen weg bin von der Straße. Und ja, dann habe ich ein bisschen probiert, ihn wieder zum Starten zu bringen, aber vergeblich. Die Werkstatt kontaktiert, die war da wenig hilfreich. Dann habe ich auf Facebook eine Motorradgruppe in Lusaka angeschrieben und der Nick hier im Bild, der war dann kurz drauf vor Ort. Er selbst konnte mir da nicht wirklich weiterhelfen, aber er hat dann Titin angerufen. Titin ist der Mechaniker von der Motorradgruppe, der dann das da diagnostiziert vor Ort und hat festgestellt, dass mit der Benzinpumpe was nicht stimmt.
Vor Ort konnten wir das dann nicht wirklich reparieren. Habe dann da vor Ort kurzerhand einen LKW, einen kleinen LKW organisiert, der uns dann in die Werkstatt gefahren hat. Ja, und da war ich dann schon hin und weg. Wahnsinnig viele Motorräder hat er da rumstehen, der Titin. Der restauriert auch alte und neue und alles Mögliche. Ein wirklicher Fanatiker, Motorradfanatiker. Ja, auf jeden Fall war die Benzinpumpe komplett im Eimer. Und dann von seinen Ersatzteilen war da auch nichts mehr, was passen würde oder gepasst hätte. Und dann ist seiner Frau eingefallen, dass sie vor einiger Zeit mal eine Honda CRF 250 hatten und die Benzinpumpe ausgebaut hatten. Ja, und tatsächlich ist das die allergleiche, wirklich die allergleiche, die da reingebaut wird. Das ist ein Wahnsinn. Ich sah mich schon wieder eine Woche auf ein Teil warten. Kurzerhand eingebaut, dann noch einen Ölwechsel gemacht, Bremsbacken gewechselt und Titin und seine Frau sind aus Sri Lanka, das noch kurz zur Ergänzung, leben schon seit 15 Jahren hier in Lusaka. Ja, und am Ende gab es dann eine Rechnung von sage und schreibe $130. Das heißt, ich habe 3 Liter Öl, Ölwechsel. Er ist extra dahin gekommen, Motorrad dahin gebracht, Benzinpumpe und der Einbau und das Drumherum. $130, Leute, das ist ein Wahnsinn. Wobei er das aber auch noch betont hat, das hatte er auch wirklich nur gemacht mit seinem Bikerherz, weil er war eigentlich voll beschäftigt mit anderen Motorrädern. Aber als er hörte, dass ich da Probleme habe und von so weit wegkomme, ist er kurz angekommen. Wirklich super, super von ihm. Auch Nick, dass er dann gleich da war. Lusaka, ich werde euch gut in Erinnerung behalten. Was man jetzt noch sagen muss, welch eine Begegnung ich da hatte. Stellt euch vor, das passiert mir ein bisschen weiter oder erst in Malawi. Da gibt es mal gar nichts. Auch in Sambia und Lusaka bekommst du diese Pumpe nicht. Die Ersatzteilversorgung ist ja doch ziemlich rar. Er bestellt auch alles ziemlich alles aus den USA. Ja, wie gesagt, welch eine Begegnung. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, auch hier an die ganze Truppe, die ihr seht, die alle mitgeholfen haben. Das gehört dann auch zu so einer Reise, ne?